Der Entwickler-Livestream mit Jörg, Sepp und Martial zum Microsoft Flight Simulator. Shane moderierte gewohnt souverän durch die Veranstaltung und ich fasse hier auch wie gewohnt das Ganze kompakt in einem kurzen Video zusammen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Ein fettes Dankeschön an die Community gehört seit vielen Entwickler-Livestreams mittlerweile zum guten Ton. Im Anschluss folgte dann, bevor wir zu den neuen Themen kommen, ein kurzer Rückblick. Neben der kürzlich erschienenen Famous Flyer 9 und dem Las Vegas City Update 8 blickte man auch auf eine sehr erfolgreiche Flight Sim Expo 2024 zurück. Voller Stolz blickt man aktuell auf insgesamt 15 Millionen Nutzer und somit auf die höchste Anzahl einzelner User in der Historie des Microsoft Flight Simulators. Daraus resultieren alleine in den letzten 6 Monaten insgesamt 230 Millionen Flugsessions. Nahezu 5000 Add-ons wurden entwickelt, welche Jörg kurzerhand zusammengefasst als Desktop-Hintergrund nutzt. Darüber hinaus wurde noch kurz über das City Update Nummer 9 mit dem Nordosten der USA gesprochen, sowie über die Local Legend Nummer 17. Danach folgte dann ein kurzer Blick auf den aktuellen Stand der Roadmap für 2024, die dann später noch entsprechend ergänzt wird, gefolgt vom ersten Frage-Antwort-Block. Auf diese Blöcke, es gab insgesamt 2, gehe ich nachher noch zusammengefasst ein. Jetzt aber wollen wir erstmal einen Blick darauf werfen, auf welche neuen Inhalte man denn genauer eingegangen ist. Als erstes wäre hier das kommende World Update Nummer 17 zu nennen. Dieses bedient das Vereinigte Königreich inklusive seiner Territorien in Europa, inklusive Gibraltar und Irland. Der Fokus lag hier beispielsweise auf den Höhendaten für die britischen Inseln und diese zu aktualisieren, besonders Irland und Schottland waren bisher sehr grob aufgelöst. Für London wiederum hat man die Fotogrammetrie entfernt und durch eine neu erstellte 3D-Stadt komplett ersetzt. Dadurch wird nicht nur die Auflösung in vielen Bereichen deutlich erhöht, sondern auch wesentlich größere Gebiete abgedeckt und beispielsweise das Umland um den Flughafen Heathrow. Neben zahlreichen Brücken, Schlössern und Burgen wurden Aktualisierungen zu den Städten Brighton, Newcastle, Glasgow, Dublin oder auch Cork gezeigt. Letzteres bekommt in Irland auch den entsprechenden Airport. Weitere Airports waren beispielsweise Cardiff in Wales, Thunberg auf den Shetlandinseln, der Airport London Stansted in England sowie das Farnborough Airfield. Dieser wird von Inibuilds entwickelt und bekommt einen Airshow-Mode obendrauf. Der Release von World Update Nummer 17 ist schon auf den 22.07. datiert. Neben City Update Nummer 9 mit dem Nordosten der USA bekommen wir im Monat Juli also noch einen weiteren kostenlosen Zusatzinhalt mit World Update Nummer 17. Zeitgleich mit diesem World Update ist für den 22.07. ebenfalls eine Local Legend geplant, und zwar die Local Legend Nummer 18. Hinter diese Maschine ist allerdings noch ein Fragezeichen zu setzen. Aktuell befindet man sich hier noch in den finalen Gesprächen, was Lizenzthemen angeht, wodurch es zu Verzögerungen, was den Release angeht, kommen kann. Bereits verraten wurde, dass es sich bei der Maschine um einen Helikopter, entwickelt von Inibuilds, handelt. Und ob das gewollt war, weiß ich nicht. Man hat im weiteren Verlauf noch ein Bild dazu gesehen. Darauf kommen wir aber später in diesem Video noch zurück. Ebenfalls behandelt wurde das Thema World Hub. Ihr erinnert euch, seit circa Mitte Januar wird in einer Closed Alpha das neue World Hub System getestet. Hierbei haben User die Möglichkeit, Verbesserungen an der Welt vorzunehmen. Diese wiederum fließen dann mit kleinen Updates in die Simulation nach und nach ein. Erzielt wurden durch die bisher 698 User insgesamt 497 genehmigte Veränderungen, wodurch beispielsweise an 393 Airports Updates mit Verbesserungen durchgeführt wurden. Hier nochmal ein Hinweis zum kostenlosen Top Gun-Inhalt am InSim Marktplatz. Falls noch nicht geschehen, sichert euch diesen Inhalt, denn es ist scheinbar noch nicht ganz safe, was die Lizenzen angeht, und eventuell verschwindet der Inhalt doch. Wer ihn einmal aktiviert hat, kann ihn dauerhaft und uneingeschränkt nutzen. Und somit kommen wir in den heute sehr interessanten Frage- und Antwortbereich. Beispielsweise ging es um Sim Update Nummer 16, welches vermutlich im August-September dieses Jahr erscheinen soll und mit einigen Verbesserungen daherkommt, die es ganz einfach in Sim Update 15 nicht mehr geschafft hatten, wie beispielsweise die neue GDK-Version für Xbox. Diese und weitere Speicheroptimierungen sollen endlich Abhilfe darin schaffen, was die Black Screens, also die ausgefallenen Displays auf Xbox angehen. Auf diesem Bild hier sieht man beispielsweise einen Test mit der maximalen Anzahl an gleichzeitig darstellbaren Objekten. Und bitte, wenn Sepp sagt, das sind Elefanten, dann sind das Elefanten.
Eine weitere Frage bezog sich auf das Thema VR und ob hier Verbesserungen geplant sind. Und hier kam ein ganz klares Ja. Der 2024er wird von Anfang an inklusive VR entwickelt. Beim 2020er wurde das Ganze ja seinerzeit noch im Nachgang integriert. Eine Frage griff dann nochmal das Thema Xbox auf und man stellte nochmals heraus, dass es gerade für Xbox Series S User klare Verbesserungen durch Speicheroptimierungen und das neue GDK geben wird. Erstmalig und etwas überraschend bekamen wir dann Einblicke in die zukünftige Konfiguration, was die Steuerung angeht. Zum einen wird es die Möglichkeit geben, die Steuerung auf verschiedenen Ebenen zu konfigurieren. Es wird eine globale Ebene geben, welche für jedes Fluggerät gilt, sowie darunterliegenden Ebenen beispielsweise gezielt für Helikopter oder eben Flugzeuge. Darüber hinaus wird es aber auch die Möglichkeit geben, die Steuerung pro Fluggerät abzuspeichern. Auch die Möglichkeit, die Steuerungsprofile zu speichern und zu exportieren und so weiter soll wesentlich einfacher und zugänglicher sein. Ein sehr wichtiger Punkt, wie ich finde. Während der Entwickler-Livestreams haben die Zuschauer die Möglichkeit, über den Chat Fragen zu stellen, die zusätzlich mit eingebaut werden. Und so freut es mich ganz besonders, dass eine durch mich gestellte Frage aufgegriffen und beantwortet wurde, die da lautete: Wird der Microsoft Flight Simulator 2024 im Multiplayer den 2020er mit einbinden? Also werden die Server geteilt und kann man denn zusammenfliegen? Also gleichermaßen User, die den 2020er oder den 2024er nutzen, was ja gerade für die Community wichtig wäre, um gemeinsam weiterhin fliegen zu können. Und die Antwort ist leider die ich mir nicht erhofft hatte, denn es wird nicht möglich sein. Nach dem aktuellen Stand der Local Legend der Boeing 707 wurde noch gefragt. Diese ist nach wie vor noch nicht ganz fertig und es gibt noch kein neues Datum für den Release. Anstehende World Updates in den nächsten Monaten sind zum Beispiel noch Brasilien. Hier konnte nun endlich die letzte Stadt abgeflogen werden. Ebenfalls finden aktuell Arbeiten für ein World Update Afrika statt. Und so kam man dann zur aktualisierten Roadmap für 2024. Ergänzt wurde diese um das anstehende World Update mit Großbritannien sowie die nächste Local Legend. Doch halt, hier gab es ja noch die Lizenzprobleme. Weshalb ist denn da jetzt schon ein Bild hinterlegt? Jetzt könnte man natürlich mutmaßen, um welches Modell es sich handelt, und erste Recherchen im Netz ergeben den Westland Scout Helikopter. Ich bin mal gespannt, um welches Fluggerät es sich letzten Endes handelt. In den kommenden Tagen sollen weitere Infos folgen. Unabhängig davon würde mich mal eines interessieren: Wie handhabt ihr denn das aktuell mit kostenpflichtigen Zusatzinhalt aus dem Marktplatz? Aktuell gibt es ja noch bis zum 1. August den sogenannten Summer Sale, also guckt da gerne mal rein, falls ihr auf der Suche nach etwas Speziellem seid. Aber wie handhabt ihr das denn in Bezug auf den Microsoft Flight Simulator 2024? Hat die Ankündigung oder die Annäherung des Release-Datums euer Kaufverhalten geändert? Nutzt hierfür für einen Austausch bitte sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Das war's dann auch schon wieder, was den Entwickler-Livestream angeht für den Monat Juli 2024. Lasst mir gerne euer Däumchen nach oben da, sowie ein kostenloses Abo zur Unterstützung dieses Kanals. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.